Hallo, liebe Freunde, Bekannte und interessierte Zuschauer. In dem heutigen Video mit dem Thema Neue Gesellschaften, gemeinsam stark, möchte ich versuchen zu vermitteln, zu erklären, wie neue Gesellschaften aus geistiger Sicht zu verstehen sind. Es gibt die unterschiedlichsten Ausrichtungen in Politik und Religion, wo man über neue Gesellschaften spricht, wo sich unsere Zivilisation an einem Punkt hin entwickelt hat, wo viele unterschiedliche Intuitionen einfach erkennen, wir können so nicht ohne weiteres weitermachen, weil wir sind dabei, unseren Lebensraum zu zerstören. All das sieht man aus materieller Sicht. Meine Betrachtungsweise hat mit dieser materiellen Sichtweise nichts zu tun, sondern sie ist ausgerichtet auf das Geistige, weil für mich diese materielle Welt ausschließlich durch den Geist existiert und durch den Geist entstanden ist. Da wir aber, wie ich in den letzten Videos schon mehrfach versucht habe zu erklären, wir Menschen global den Geist hinter dieser Materie am Verdrängen sind, angefangen bei uns selbst, indem wir gegen die Natur unserer eigenen Seele wirken und agieren und damit unsere Seele aus unserem materiellen Körper verdrängen, tun wir das aber auch, indem wir global den Geist aus den Pflanzen, aus den Tieren, aus den Mineralien und den Erzen verdrängen, indem wir extremst negativ einwirken und eben handeln, was nicht mit Brüderlichkeit zu tun hat, was nicht mit schöpferischer Liebe zu tun hat, sondern wir Menschen haben unsere Welt dahin verändert und sind fest davon überzeugt, zumindest die meisten Menschen, dass das hier alles ausschließlich für uns geschaffen wurde und dass wir das Recht haben, alles aus unserem Lebensraum zu verdrängen, was wir glauben, was nicht dorthin gehört. Ganz aktuell erleben wir das jetzt zurzeit hier in Bulgarien, und zwar im Balkan, in der Großregion Gabrovo, dass es viele Menschen gibt, die sich die Ängste entwickeln, und die Ängste werden auch geschürt über die Medien, die Ängste vor Bären. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, Bulgarien ist für Europa das Land, wo die größte Bärenpopulation ist. Wir Sperebus, wir sind sehr froh und dankbar, dass wir in solchen Naturlandschaften leben können, wo der Bär seinen Raum hat, wo es Wölfe gibt, Schakale, wo es den Adler gibt und Geier. All die Tiere, die aus großen Teilen Europas mittlerweile verdrängt wurden. Aber uns macht es froh, in so einer Naturlandschaft zu leben, weil in diesen Landschaften sind die wesentlichen natürlichen Strukturen, wie sie von der Schöpfung angelegt wurden, noch vorhanden. Und das ist für uns persönlich sehr wichtig, weil nur daraus kann man all die Hilfen ziehen, die wir Menschen als Läuterer brauchen, um unsere Schattenseele zu etwas Lichtem werden zu lassen. Aber wie gesagt, hier in der Region merkt man im Moment in der Presse, wenn man mit einzelnen Menschen spricht. Gestern beim Spaziergang habe ich sogar eine Schlingfalle gefunden, die speziell angelegt wurde, aufgestellt wurde, um einen Bär zu fangen, der schon zweimal in einem Grundstück eingedrungen ist, wo es Bienenkästen gibt, weil diese Bienen für ihn, dieser Honig, eine besondere Leckerei ist, die der Bär auch tatsächlich benötigt, um gesund existieren zu können. Ursprünglich gab es in den Wäldern hohle Bäume, wo Wildbienen vorhanden waren. Diese hohle Bäume nehmen wir Menschen alle weg und deshalb gibt es überall immer weniger Wildbienen. Aber da der Bär also diese Nahrung braucht, um sich für den Winter vorzubereiten, wird er dann eben in die künstlichen Bienenkästen vordringen, die wir Menschen geschaffen haben, um über die Bienen einen persönlichen Profit zu erzielen. Und wie gesagt, man hört eben rundherum auch, dass Schriftstücke aufgesetzt werden, Unterschriftensammlungen gemacht werden, dass der Staat, die Regierung vorgehen sollte, diese Bären zu reduzieren, weil der Mensch sich bedroht fühlt. Dass der Mensch in den Lebensraum Bär vorgedrungen ist, kriegen die meisten Menschen nicht mit.
Jetzt mag der eine oder andere denken, was hat das mit neuen Gesellschaften zu tun, was der uns jetzt hier vom Bärverset erzählt? Das würde ich gerne schildern. Neue Gesellschaften aus geistiger Sicht werden in allererster Linie darauf basieren, auf Brüderlichkeit. Und da geht es nicht Brüderlichkeit zwischen Mensch und Mensch, sondern es geht Brüderlichkeit mit all dem, was die Schöpfung hervorgebracht hat. Und zwar vom Menschen ausgehend, dass der Mensch brüderlich mit seinen Mitmenschen umgeht, mit all den Geschöpfen, die diese Schöpfung hervorgebracht hat, mit den Tieren jeglicher Art, mit den Pflanzen, mit den Mineralien, mit den Erzen, grundsätzlich mit Mutter Erde. Wenn wir Menschen wirklich, wenn es uns gelingen sollte, dort wirklich wieder anzuknüpfen, dass wir in so einer Brüderlichkeit leben, dann hat diese Welt tatsächlich eine Chance, dass auch unsere Kindeskinder noch als Läuterer in diese Welt wirken und agieren können. Und dafür setze ich mich seit rund 25 Jahren ganz gezielt und bewusst ein, dass ich versuche zu vermitteln, aufzuklären zwischen der geistigen Welt und der materiellen Welt, weil den meisten Menschen der Zugang zur geistigen Welt verloren gegangen ist. Diese Brüderlichkeit, diese neue Gesellschaften sind deshalb so extremst wichtig, weil unser ganzes Schöpfungssystem nach dem schöpferischen Resonanzprinzip aufgebaut ist. Wenn ich meinen gesamten Organismus, das heißt meine Seele, über meinen Verstand wirken lasse und sich diese Energie auf jede Zelle ausweitet und damit meine Gefühle, meine Gedanken, meine Worte und meine Taten sich dahin entwickeln, in die Energie sich ausrichten, wie das, was meine Seele ausmacht, dann produziere ich positiven Geist. Und das zählt für jeden anderen Menschen ebenfalls. Dieser positive Geist fließt über einen heiligen Ort, über ein Lichtzentrum zu dem Endhimmel. Dort wird er überprüft und wird vom Endhimmel wieder in unsere Bewusstseinsebene hineingegeben. Und diese Energie, die wir ursprünglich produziert haben mit unserem Gehirn, die überprüft wurde auf Wahrhaftigkeit, auf reine Liebe, sie fließt nach dem Resonanzprinzip in dem Umfeld dessen Menschen ein. In Pflanzen, in Tiere, in Mineralien, in Erze. Warum? Weil diese natürlich angelegten Dinge, diese Pflanzen, Tiere, wiederum auf den Menschen einwirken und ihn unterstützen, weiteren positiven Geist zu entwickeln. Solange es uns Menschen gibt, haben sich Gleichgesinnte zusammengeschlossen, weil sie einen ähnlichen positiven Geist produzieren, der wieder in diese Welt zurückkommt und sich um ihnen herum anfängt aufzubauen, zu drapieren in natürlichen Substanzen, um diese Gemeinschaft zu unterstützen. Und deshalb werden solche Menschen gemeinsam stark. Diese Menschen haben eine Grundeinstellung, die sehr identisch ist. Und das, was sie auf jeden Fall wollen, ist, in ihrer eigenen schöpferischen Liebe zu leben. Und zwar jeder in seiner. Diese Energien wirken nicht gegeneinander, sondern sie befruchten sich, sie potenzieren sich gegenseitig und schaffen ein harmonisches Umfeld. Und in diesem harmonischen Umfeld kann der Mensch immer tiefer in einer wirklichen Brüderlichkeit leben, weil sich alles miteinander dicht verbunden und verwoben ist. Und die Unterstützungen rundherum, die jeder einzelne Mensch in so einer Gemeinschaft erfährt, lassen immer mehr Licht entstehen. Wenn ein Mensch, der in seiner schöpferischen Natur wirkt, sich irgendwo in einer künstlichen Welt aufhält, kann sich die geistige Energie, die vom Endhimmel wieder zurückgeführt wird, sie findet nichts, wo sie sich drin materialisieren kann. Also lebt dieser Mensch dort ziemlich alleine, ohne all die Hilfen, die er sich eigentlich geschaffen hat. Das kann man oder sollte man vielleicht kurzzeitig mal machen, um etwas Bestimmtes zu bewirken. Aber grundsätzlich wird jeder bewusste Mensch, der um seine eigene seelische Grundnatur weiß, der die Abläufe unseres Schöpfungssystems begriffen hat und die Zusammenhänge darin,
wird er sich Gleichgesinnte suchen, damit jeder Einzelne davon profitieren kann. Und genau das wäre, was jetzt im Moment passieren sollte. Es werden Menschen benötigt, die sich zusammenschließen, die sich zu sogenannten neuen Gesellschaften zusammenschließen und diese Gesellschaften sich mehr nach dem Geist ausrichten, als wie nach der Materie ausrichten und damit von der restlichen Zivilisation abgrenzen. Menschen, die sich Orte suchen in der Natur, die noch intakt sind. Und dort geht es nicht darum, dass man einen schönen Platz findet, der mit den Augen und vielleicht mit der Nase und auch mit dem Gehör noch natürlich aussieht. Das alleine reicht nicht aus. Ich bin jetzt gerade erst diese Woche aus Deutschland von jemand angesprochen worden, der meinte, vielleicht kann der Jürgen mal austesten, wir sind in unserer Region, wo wir uns da niederlassen, wo wir eine Permakultur errichten und dergleichen, ob dort nicht auch entsprechend gute Energien sind. Es tut mir leid, aber ich muss diese Menschen eigentlich enttäuschen, weil gerade in Deutschland, aber auch in den Nachbarländern, wo wirklich die Wirtschaftlichkeit die Nummer 1 ist, wo man Mutter Erde ausgebeutet hat in den unterschiedlichsten Arten und Weisen, sind die Energiebahnen, die Meridianbahnen von einem schönen Naturort zu den heiligen Orten, zu den Lichtzentren unterbrochen. Die sind gekappt. Jetzt kann ruhig irgendwo ein schöner, sichtbarer, natürlicher Ort vorhanden sein, mit einem Wäldchen, mit einem Bach, mit einem See oder was auch immer. Es reicht aus meiner Sicht nicht aus, weil dieser Ort keine geistige Verknüpfung im Erdinneren hat zu Lichtzentren. Aber das ist das Wesentliche. Stellt euch mal vor, um es vielleicht besser verstehen zu können, weil wir sind ja nun mal alle in der Zivilisation groß geworden. Ich suche mir einen schönen Platz und setze dort ein Haus hin. Ich will in dem Haus so leben, wie heute die meisten Menschen leben, mit Elektrizität. In dem Haus ist alles installiert worden. All das, was die Menschen glauben, heute zu benötigen. Waschmaschine, Elektrotrockner, womöglich elektrische Rollos, Beleuchtung, Beheizung und, was weiß ich was alles. Dieses Haus mit all diesen Installationen wird nie ein Licht angehen, wenn von dem Haus zum Elektrizitätswerk keine Leitung liegt oder wenn die Leitung gekappt wurde. Und genau das ist in den meisten europäischen Ländern passiert. Dort sind kreuz und quer durch das ganze Land, durch Bergbau jeglicher Art, aber auch durch Eisenbahnlinien, die gelegt wurden, wo Hochgeschwindigkeitszüge fahren, wo Autobahnen bestehen, wo Autos keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben und sie jenseits von 180, 200 km/h fahren können, sind dermaßen energetische Störungen aufgebaut worden, dass diese Energiebahnen nicht mehr dorthin kommen, wo vielleicht ein schöner Naturplatz vorhanden ist. Das ist für uns von dem Wechsel von Südamerika nach Europa, hat mir persönlich das sehr viel Energie und auch Zeit gekostet, herauszufinden, wohin. Wir wollten ursprünglich gar nicht wieder unbedingt nach Bulgarien zurück. Mein Traum war es, eine schöne Naturlandschaft in Deutschland vorzufinden. Und ich weiß, es gibt viele sehr schöne Naturlandschaften in Deutschland. Die haben mir bis vor 17 Jahren immer ausgereicht. Aber mit wachsendem Bewusstsein eben nicht mehr. Aber auch jetzt hätte ich gerne einen Platz in Deutschland gefunden. Alle, die mich näher kennen, wissen, ich spreche keine Fremdsprache. Trotzdem ich seit 17 Jahren irgendwo in diese Welt rumjumpe, habe ich immer Leute um mir herum, die für mich dolmetschen, weil ich keine Fremdsprache spreche. Und deshalb wäre ich sehr froh und dankbar gewesen, einen schönen Ort in Deutschland vorzufinden, wo ich 1:1 mich mit Menschen austauschen kann und ich das nicht in erster Linie
über diese Technik tun müsste, die mir persönlich gar nicht so wie sie liegt. Da habe ich mich vor Jahren zu überreden lassen, um überhaupt Menschen erreichen zu können. Aber ich kann eigentlich nur auf Deutsch meine ganzen Gefühle und meine Empfindungen, all das, was ich über die Meditationen, über die geistige Welt erfahren habe, kann ich nur 1:1 in Deutsch weitergeben. Und das hätte ich gerne in einem deutschsprachigen Land getan, also in allererster Linie in Deutschland. Aber auch die Nachbarländer, die deutschsprachig noch wären, auch die habe ich alle energetisch abgesucht. Auch dort habe ich so einen Ort nicht finden können, wo eine Vernetzung wäre mit entsprechenden heiligen Orten und Lichtzentren, wo ich persönlich in einer direkten Resonanz mitstehe, beziehungsweise die ganze Sperebo-Gemeinschaft mit in Resonanz sich befindet. Von daher haben wir die Suche ausgeweitet und sind dann immer weiter Richtung Osten gekommen und waren dann eigentlich schon wieder in Bulgarien und haben gesagt, ja, da gibt es noch eine ganze Reihe von solchen Orten, von solchen Plätzen. Davon haben wir sehr viele in den letzten Wochen persönlich aufgesucht, haben sie vor Ort überprüft und haben bei den meisten Orten festgestellt, dass sich dort schon irgendwelche Menschen niedergelassen haben, nicht um da dauerhaft zu wohnen, sondern um dort eine Jagdhütte zu errichten, um dort eine Wochenendvilla entstehen zu lassen mit einem Swimmingpool und dieses und jenes für Menschen, die also die Natur aufsuchen wollen am Wochenende, aus den Städten heraus wollen, weil es hier im Balkan eben auch etwas kühler ist, wie direkt in Sofia oder in Plovdiv, der anderen größten Städte. Und so war es gar nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo noch niemand sich niedergelassen hatte. Das heißt, ich habe vor einigen Wochen einen Platz gefunden auf der Karte, der energetisch gut war. Wir sind dort hingereist, so ja zweimal, und man hat uns gesagt, nein, hier kann man sich nicht noch weiter niederlassen. Hier ist eine sehr reiche Person, die hat hier sehr viel Land und Immobilie erworben und das macht keinen Sinn. So haben wir uns zurückgezogen, haben gesagt, gegen Mammon, gegen Geld wollen wir nicht ankämpfen. Da sind wir schon in Patagonien vorlaufen gegangen und wollten uns das hier genauso wenig antun. Und somit haben wir andere weitergesucht. Und dann plötzlich kriegten wir letzte Woche einen Anruf von einer offiziellen Person, die wusste, dass wir dort hin wollten, die sich dann erklärte und meinte, die Person, die sich hier niedergelassen hat, die würde euch ihre Immobilie verkaufen. Oh, haben wir gedacht. Was ist denn jetzt passiert? Wir sind direkt am nächsten Tag dorthin gereist, haben dort Gespräche geführt und wir finden dort alle Unterstützung, uns niederzulassen. Es handelt sich doch nicht um ein Dorf, sondern um einen, wie man in Deutschland sagt, um einen Weiler. Das heißt, eine eigentliche Naturlandschaft, wo man vor längerer Zeit, rund 100 Jahre und vielleicht auch davor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 einzelstehende Häuser platziert hat. Und zwar ging es auch da schon drum, auch schon zum Osmanischen Reich hier in Bulgarien, dass es Menschen gab, die sich aus den Städten und Dörfern herausgezogen haben, um nicht so auf dem silbernen Tablett zu sitzen, um von den Osmanen ausgebeutet zu werden. Unter anderem vielleicht sogar einen Sohn abtreten zu müssen, der für die Osmanen denn als Soldat durch die Welt reiste. Und so sind Menschen hingegangen und haben sich mitten im Wald in diese Weiler zurückgezogen. Und das möchten wir eben auch. Wir möchten uns ein Stückchen abschirmen. Und deshalb suchen wir einen Ort, der verlassen ist, den wir erwerben können, den wir mit Gleichgesinnten teilen. Das heißt einmal mit uns 30 Sperebos, aber vielleicht auch darüber hinaus, dass der eine oder andere Person sich vielleicht uns noch anschließt, aber auch vor allen Dingen ein Begegnungszentrum. Wir Sperebos möchten gerne anderen Menschen, die vielleicht auch Gemeinschaften gründen wollen, möchten wir die Möglichkeit geben, sich mit uns auszutauschen. Mit all den Erfahrungen, die wir sammeln konnten, vom Schwarzwald über Westafrika, über Bulgarien, über die 2,5 Jahre Reise durch diese Welt. Mit all den Erfahrungen, die wir gesammelt haben auf der geistigen, spirituellen Ebene,
im Handwerk, im Garten- und Landbau, wie wir Brüderlichkeit versuchen zu leben, immer weiter zu entwickeln. Und das möchten wir gerne weitergeben. Und so stellen wir uns vor, dass dieser Ort eben auch eine Begegnungsstätte wird, aber auch die Möglichkeit schaffen, dass Menschen uns für 1, 2, 3, 4 Wochen besuchen, um von uns zu lernen, ob jetzt als Einzelperson oder als Familie, wie auch immer. Wir möchten unsere Wissen, unsere Erfahrungen weitergeben, vielleicht an den Menschen, die ebenfalls einen Freundeskreis haben, mit dem sie eine neue Gesellschaft aufbauen wollen und brauchen vielleicht den einen oder anderen Anstoß oder Unterstützung oder Hilfe an Wissen, wie sie vorgehen und. All das möchten wir von diesem Ort stattfinden lassen. Wir haben in den Wochen, die wir jetzt schon in Bulgarien sind, die Immigration für uns vollständig abgeschlossen. Wir haben sogar auf dem Papier eine ökologische, biologische Baufirma gegründet, um alte, traditionelle Häuser wieder so herzurichten, wie sie einst aufgebaut worden sind, aber mit einem bestimmten Know-how, was sich in der Bauwirtschaft entwickelt hat. Fehler, die man damals vielleicht an diesen Gebäuden gemacht hat, gerade die Dinge, wo Feuchtigkeit mit in den Häusern kam, dass man da eben anders wirkt und agiert, aber dass diese alten Häuser mit Natursteinen, mit Holz, mit Lehm wieder hergerichtet werden und ein hygienisches, sauberes Leben zu der heutigen Zeit möglich wird. Das wollen wir einmal dort in diesem Weiler entstehen lassen, aber auch darüber hinaus wollen wir uns als Sperebus damit ein finanzielles Standbein schaffen. All die Erfahrungen, die wir gesammelt haben im Bauwesen, möchten wir dort eben nutzen, um uns das Kapital, das Geld zu erwirtschaften, was wir zum Leben brauchen. In der heutigen Zeit ist es nun mal so, dass man nicht einfach ohne Geld so ohne weiteres leben kann, zumindest nicht in so einer großen Gemeinschaft. Da wird einfach immer wieder Kapital gebraucht für die unterschiedlichsten Dinge, die man nur mit Geld ausgleichen kann. Und um dort unabhängiger zu sein, haben wir entschieden, diese Firma zu gründen. Diese Firma steht auf dem Papier und die könnte zu jeder Zeit hier in Bulgarien loslegen, wobei wir im Moment mit Sicherheit sehr viel zunächst mal zu tun haben, mit unseren Weiler entstehen zu lassen. Wir haben an diesem Weiler auch schon eine Anzahlung getätigt, um dort loslegen zu können. Wir haben also gestern eine Schlüsselübergabe gehabt. Wir können also sofort anfangen, dort in einem Gebäude zu wirken, zu agieren, das herzurichten, weil hier, wo wir uns jetzt im Moment befinden, in dieser Ferienanlage, die seit 3 Jahren ungenutzt ist, wollen wir Mitte Oktober wieder verlassen, weil es hier keinerlei Heizungsmöglichkeiten gibt und das Leben im Winter hier wohl kaum mit kleinen Kindern und Säuglingen möglich sein wird. Von daher müssen wir hier weg und werden in dem Weiler zunächst mal mit einer Wagenburg leben für den nächsten Winter und wir gewisse Personen aber auch in die ersten Immobilien einziehen können, die bis dahin dann hergerichtet sind und die anderen Immobilien werden erst in die Zukunft im Frühjahr, in den nächsten Sommer entstehen, so dass immer mehr Leute in eine feste Behausung einziehen können und dort eben immer mehr dergleichen entsteht. Dieser Ort ist für uns etwas ganz Besonderes. Er ist absolut in einem Wald eingebettet, wo wir den das letzte Mal besichtigt haben. In der Realität haben wir die Spuren von Bären gefunden, die Spuren vom Wolf gefunden. Aber das sind alles Dinge, die uns glücklich machen, weil das ein Zeichen ist, dass das noch eine natürliche Landschaft besteht. Und wir möchten uns harmonisch dort einbetten, um ein Teil dieser Natur zu werden. Und wir möchten nicht auf gewisse Dinge verzichten, aber es gibt Dinge, da können wir sehr wohl drauf verzichten. Also bei uns wird es mit Sicherheit nach wie vor keine Waschmaschine geben.
Und wir werden auch weitgehend auf Elektrizität mit Sicherheit in Zukunft auch verzichten. Die Elektrizität, die wir benötigen, die werden wir versuchen, über Solaranlagen selber herzustellen. Und ansonsten werden wir ja versuchen, uns dort eben in diese Naturlandschaft einzubetten. Wie das genau aussieht, das weiß im Moment niemand von uns, sondern das wird einfach das Leben zeigen, wenn wir dorthin kommen und anfangen, dort zu leben. Und wir werden Dinge immer wieder regulieren und verändern, weil wir uns von dieser Schöpfung lenken und leiten lassen. Und deshalb ist das einfach aus dem Leben zu lernen und eben auch Dinge zu verändern, ist für uns ganz wichtig. Und deshalb, wie wir absolut harmonisch in dieser Landschaft zu leben haben, wissen wir nicht, sondern das wird das Leben uns präsentieren. All die Menschen, die selber auch Interesse haben und die auch das tiefe Gefühl haben, etwas zu verändern zu müssen, sucht euch Gleichgesinnte, sucht euch Menschen, die ebenfalls etwas verändern wollen. Tut dieser Welt einen großen Gefallen und versucht, neue Gesellschaften entstehen zu lassen. Jetzt müssen nicht alle Menschen meinen, sie müssten sich den Spirebus anschließen. Das wird nicht funktionieren. So eine Gesellschaft, die sich natürlich in eine Naturlandschaft einbettet, die kann nicht unbegrenzt groß sein, weil dann wird es immer wieder schwierig, wirklich harmonisch in einer Naturlandschaft zu leben. Aber über unsere Gemeinschaft hinaus wünschen wir uns viele andere Menschen, die sich ebenfalls zu Gesellschaften zusammenschließen und wir gerne beratend zur Seite stehen in den ein oder anderen Dingen, wo wir gewisse Erfahrungen drin gesammelt haben. Aber es ist von mir persönlich ein Herzenswunsch, dass möglichst viele Menschen sich aus dieser Zivilisation ein Stückchen ausklinken und ich sag mal so, ihre persönliche Seifenblase zu schaffen in einer Naturlandschaft. Man kann nicht sofort aus einer Stadt in die Natur gehen und kann jetzt dieses und jenes. Das muss langsam wachsen. Und mit diesem Wachsen produzieren wir positiven Geist. Und dieser positive Geist schließt sich um diesen Ort herum. Dass die Menschen, die diese neue Gemeinschaft entstehen lassen, gründen, sie produzieren einen bestimmten Geist und dieser Geist wird sie einbettern, wird sie abschirmen vor diesen und jenen Widrigkeiten. Und das ist absolut wichtig. Also von daher habe ich die große Bitte, dass Menschen den Mut zusammen sich nehmen und versuchen, in bestimmten Gemeinschaften neue Gesellschaften entstehen zu lassen, indem man wirklich vom Herzen her Brüderlichkeit lebt. Es macht keinen Sinn, eine Brüderlichkeit vorzuheucheln, die aus dem Verstand entspringt. Da kann ich euch jetzt sofort sagen, ihr werdet keinen positiven Geist damit selber produzieren und werdet somit auch keine Rückkopplung aus dem Endhimmel bekommen, dass sich euer produzierter positive Geist um euch niederlässt, um euch einzubetten und euch abzuschirmen und zu unterstützen. Das wird nicht passieren. Wir können mit schöpferischer Liebe keinen Kuhhandel treiben, sondern da zählen einfach das, was wir selber erschaffen. Es zählt nicht das, was wir uns wünschen zu tun, sondern es zählt ausschließlich das, was wir tatsächlich tun. Genau danach werden wir bewertet und dieses schöpferische Resonanzprinzip ist in allem, was wir tun, geben und nehmen. Da basiert alles drauf. Ein Baum, ein früchtetragender Baum, kann keine Früchte hervorbringen, wenn er nicht entsprechende Grundsubstanzen zur Verfügung stellt. Er braucht einen entsprechenden Boden mit bestimmten Mineralstoffe drin. Er braucht eine bestimmte Wassermenge. Er braucht eine bestimmte Lichtzufuhr, Sonneneinstrahlung, um wirklich die entsprechenden Früchte hervorbringen zu können, wo man sich dran erquicken und erlaben kann. Das ist mit jedem einzelnen Mensch. Die Frucht, die wir Menschen produzieren, ist positiver Geist.
Und wir können uns an unseren eigenen positiven Geist erquicken und erlaben, weil er nach dem Resonanzprinzip über heilige Orte, über Lichtzentren zum Endhimmel fließt und von dort aus wieder in diese Welt hineinfließt, uns umgibt in allem dem, was wir tun. Er umhüllt unseren Kartoffelacker und befruchtet die Kartoffel. Wir essen diese Kartoffel und mit diesem Verzehr dieser Kartoffel nehmen wir schon wieder diese Energie in uns auf. Unsere Seele wird wieder damit angestoßen, immer weiter positiven Geist zu produzieren. Das ist ein Schneeballprinzip im positiven Sinne, wo Licht hervorbringt und Liebe potenziert wird. Diese positive Energie kann neue Gesellschaften befruchten, neue Gesellschaften entstehen lassen, all den Mut, all die Hoffnung, die diese Menschen benötigen, in solchen Gesellschaften zu wirken und zu agieren. Ja, ich kann euch das absolut bestätigen und versichern. Jeder Einzelne in so einer neuen Gemeinschaft wird sich zurücknehmen müssen. Ihr müsst Toleranz entwickeln. Es gibt Dinge, die der eine schon kann und der andere noch nicht. Aber nicht mit Gewalt, nicht mit Druck, nicht mit Kontrolle, nicht mit Angstauslösern kann eine Gemeinschaft zusammenwachsen, sondern nur mit Liebe, mit Toleranz, mit Respekt, mit Geduld, mit Hoffnung, mit Zuversicht und mit Mut. Können wir uns dorthin entwickeln, dass Brüderlichkeit von unserem Herzen aus gelebt wird und nicht anerzogen aus unserem Verstand. Weil das macht überhaupt keinen Sinn und darüber findet keine Rückkopplung in den Endhimmel statt. Solche neue Gesellschaften entstehen zu lassen, da muss man natürlich ganz klar sagen, egal wo sie entstehen, dafür werden finanzielle Mittel benötigt. Und diese finanziellen Mittel werden sehr wahrscheinlich so eine Gemeinschaft beieinander bringen müssen. Das fällt einem nicht vom Himmel. Die allerwenigsten werden irgendwo ein Stückchen Land geschenkt bekommen. Das geht uns persönlich auch nicht anders. Wir haben immer wieder die Anfragen von Menschen, die sich uns anschließen wollen, die aber keinerlei Eigenkapital mitbringen, die weder Handwerker sind noch Gärtner sind, also die eigentlich in so einer Gemeinschaft im Moment mal nichts Wesentliches einbringen können, die vielleicht auch noch nie wirklich richtig meditiert haben und somit auch keinen positiven Geist hervorbringen. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder sagen müssen, wir können es nicht. So natürlich wie wir leben, muss die Anzahl der schaffenden Hände in einer bestimmten Maß stehen mit den Händen, die noch nicht schaffen können. Und da sind ja zunächst mal all die Kinder, die sich an dem Schaffen nicht beteiligen können, aber auch die schon wieder älter werden, die in den letzten Jahren mittendrin standen, aber die jetzt schon eingeschränkt sind in ihrem materiellen Wirken, die dafür aber vielleicht dann auf der geistigen Seite schon wieder einen größeren Gewinn bringen können. So eine Gemeinschaft, die muss ausgewogen sein. Es kann nicht sein, dass das eine oder das andere vollständig überwiegt. Das sind Dinge, die lassen diese Gemeinschaft nicht harmonisch wirken und agieren. Auch wir haben zurzeit auch wieder dieses Problem, was wir schon seit wenigstens einem Jahr haben, oder 1,5 Jahre, dass wir die Stahlratte, das Schiff, nicht veräußert bekommen und damit uns die Hände gebunden sind, wir nicht diese finanziellen Mittel haben, die wir eigentlich benötigen, um für eine Gemeinschaft mit 30 Personen etwas Neues aufbauen zu können. In den letzten 1,5 Jahren haben wir immer irgendwie die Kurve gekriegt und haben das doch irgendwie hinbekommen, indem uns andere Menschen unterstützt haben, die uns ein privates Darlehen vermittelt haben, was wir dann nachher wieder zurückgezahlt haben und so weiter. Auch da stehen wir jetzt im Moment. Wir haben zwar einen konkreten Schiffskäufer, aber dort sind einfach bestimmte Widrigkeiten, dass der Geldfluss noch ein bisschen warten lässt.
aber für uns hier in Bulgarien der Winter vor der Türe steht und wir müssen handeln, wir müssen agieren, sonst wissen wir tatsächlich nicht, wo wir im Winter auch mit den Kindern wirklich unter Dach kommen können. Es ist für uns im Moment ein großes Problem. Aber dieses Problem werden wir irgendwie lösen und wir glauben fest an dem Resonanzprinzip, dass irgendwo eine Hilfe kommt oder eben auch der Schiffsverkauf, schneller stattfindet, wie im Moment angedacht. Wie gesagt, angeleiert sind diese Dinge aber wir haben im Moment tatsächlich dieses finanzielle Problem. Wir haben eine Anzahlung gemacht und können mehr von unserem Bargeld nicht mehr einbringen, weil wir eben auch zum Leben benötigen. Und von daher wären wir durchaus dankbar, wenn der ein oder andere uns vielleicht ein privates Darlehen zur Verfügung stellen könnte, um diesen Ort, den ich da eben beschrieben habe, tatsächlich erblühen zu lassen. Nicht nur für uns, sondern eben auch für viele andere ratsuchenden Menschen, die sich von uns Hilfe erhoffen, um vielleicht irgendwo ebenfalls eine neue Gesellschaft entstehen zu lassen, oder auch Menschen, die vielleicht persönliches Leid haben, die von mir persönlich Rat und Unterstützung suchen, um aus ihrem persönlichen Leid herauszukommen, um dann vielleicht anschließend auch in einer neuen Gesellschaft wirken und agieren zu können. Von daher sollte es Menschen geben, die die Sache der Sperebus für gut empfinden und sie seriöserweise uns ein privates Darlehen zukommen lassen wollen oder auch eine Spende. Wir sind da im Moment absolut nicht abgeneigt, weil wir so ein bisschen mit dem Rücken an die Wand stehen. Wir haben jetzt Mitte September und wir merken, hier ist der Sommer auch vorbei, der Herbst ist eingezogen, der Wald fängt langsam, aber sicher an sich zu verfärben. Und europaweit geht man davon aus, dass es ein strenger Winter wird, strenger wie vielleicht die letzten Wintern. Und damit ist auch hier in Bulgarien zu rechnen. Wenn man die Natur beobachtet, gibt es die ein oder anderen Anzeichen dafür, dass hier durchaus ein Winter kommen könnte, der strenger ist wie die letzten Wintern. Und da wir Säuglinge mit in der Gemeinschaft haben werden über Winter, sind wir mehr oder weniger gezwungen, dort eine feste Bleibe irgendwie zu finden und hoffen und sind fest davon überzeugt, dass uns das auf diese oder jene Weise gelingen mag. Wie gesagt, alles ist dicht miteinander verbunden und verwoben und es wird Menschen geben, die uns da in irgendeiner Weise unterstützen können und werden und die dabei glücklich sind und nicht irgendeinen wirtschaftlichen Zugewinn sich von erwarten. Man wird sehen, was dort in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird. Für heute würde ich mich gerne verabschieden mit Liebe im Herzen. Ich wünsche euch alle viel Mut und Hoffnung, dass ihr euren persönlichen Weg geht und jeder, der sich dazu in der Lage fühlt, sich in neue Gesellschaften einzubringen, neue Gesellschaften zu unterstützen und zu fördern, der sollte dies tun. Die Hoffnung und die Zuversicht, dass daraus etwas entspringt, ist in den letzten 3, 4, 5 Jahren der Grundstein für gelegt worden. Wesentliche Veränderungen, dass Manipulationen aufgelöst wurden und somit neue Gesellschaften so erfolgreich wie schon lange nicht mehr wirklich Licht hervorbringen können. Und das ist mein Antrieb, immer wieder zu wirken, zu agieren und wieder loszulassen, wieder neu aufzubauen, dass dadurch immer wieder eine Verbesserung für alle Menschen entstanden ist, weil diese Manipulationen alle 8 Milliarden Menschen auf ihre Weise blockieren und diese Blockaden sich aufgelöst haben und deshalb neue Gemeinschaften wirklich gewinnbringend zur Lichtwerdung wirken und agieren können, wenn sie die ideale Platz finden, wo sie die geistige Unterstützung finden, die man tatsächlich dafür benötigt. Ansonsten sage ich mit Liebe im Herzen, ciao, ciao, euer Jürgen.
tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be